Wir sind zurück mit einem weiteren Tech Talk und heute geht es um einen ganz besonderen Kleinwagen. Nein, Quatsch. Heute haben wir eines der größeren Autos dabei. In einer Version, die wir gerade erst auf der Signature Night 23 vorgestellt haben. Meiner Meinung nach ein absolut sensationelles Auto. Der neue 4x4 Quadrat. Und heute sprechen wir darüber, warum, wieso und weshalb er genauso aussieht, was wir gemacht haben und was genau das Brabus Masterpiece ausmacht. Ich mache es natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit unserem CTO Jörn Gander. Hallo. Guten Tag, Herr Gander. Hallo. Wir haben mal ein nicht schwarzes Auto hier stehen. Ist ja eigentlich für uns eine echte Besonderheit. Er war aber so schön. Wir haben ja auf der Signature Night 2 Fahrzeuge vorgestellt, nämlich einmal einen schwarzen und einmal einen grünen. Und der grüne hat ja auch eine ganz spezielle Story. Möchtest du sie erzählen? Ja, die Farbe ist eine direkte Carry-Over-Farbe, exakt die gleiche Farbe von unserem neuesten Boot, der Brabus 900 Shadow in Stealth Green. Sehr besondere Farbe, ich finde. Und wir haben auch richtig Schiss gehabt, dass das nicht funktioniert. Hole ich noch mal eine Stufe weiter aus. Es gibt unser 37-Fuß-Boot, Brabus Shadow 900 in verschiedenen Versionen. Die führende Version, mit der wir natürlich auch am meisten in die Öffentlichkeit gehen, ist immer die Black Ops-Version, also die Brabus-typisch schwarze Version, inzwischen mit den Signature Stripes, vorne am Rumpf. Absolut sensationelles Boot. Gibt es in einer, ich nenne sie immer Cabriolet-Variante, die sogenannte Suntop, und natürlich auch in einer geschlossenen Variante, die Cabin, Cross Cabin. Und dieses Boot haben wir dann über die Zeit in verschiedenen Farben vorgestellt. Nämlich Black Ops, klar, als führende Variante, voll lackiert, mit dem gleichen Qualitätsstandard, den wir von Autos erwarten. Für Boote ungewöhnlich. Dann die Deep Blue. Und auch da werden wir uns noch beschäftigen mit einem wunderschönen Auto, was auch auf der Signature Night war, nämlich der G900 Deep Blue Edition in 904 Mercedes-Benz Blau. Ja. Eine coole Legacy-Farbe von Mercedes-Benz. Mega geil. Eines der elegantesten Autos, die wir gezeigt haben. Und jetzt als neueste Version, da schließt sich der Kreis eben im Januar auf der Boot 2023, die Shadow 900 Stealth Green. Ich war viel konservativer als unser Designteam, die nämlich gesagt haben, okay, ein blasses, fast schon militärisches Grün in Kombination mit Orange. Wir nennen es Sunrise. Sunrise, also es ist ein helles Zwischenton Orange. zwischen Gelb und Orange im Interieur, wird fantastisch aussehen. Jetzt muss man natürlich beim Boot sich immer noch farblich das Wasser, also blau oder dunkles Blau hinzudenken. Beim Auto immer grau, Asphalt. Und dann ergeben sich durchaus verschiedene Farbpaletten, die man berücksichtigen muss. Und dann kann so ein Design auch schon mal daneben gehen. Ich war sehr erleichtert, als ich auf die Show kam, auf die Boot in Düsseldorf. Und das Boot dort sah vor der Pressekonferenz in seiner finalen Version. Es ist sehr cool geworden. Und dann entsteht natürlich vielfach die Idee, können wir nicht von einem Produktsegment, also Booten, die Farbe rüberziehen aufs Auto? Können wir nicht vom Auto ein Detail mitnehmen zu den Booten? Und so befruchten sich diese Bereiche auch wirklich permanent gegenseitig. Das Gleiche ist natürlich auch der Fall beim Thema Motorrad. Genau, und wir wollten ja auch das Thema Deep Blue, wo wir ja auch das Boot, den G, die Uhr dann passend dazu haben. Auch hier eben das komplette Produktprogramm abbilden, Boot, Auto, Uhr. Und nochmal, wie du sagst, die Farbe ist sehr besonders. Man muss ja auch hier sagen, diese Farbe gibt es ja nicht. Das ist keine Standardlackierung ab Werk, sondern das ist eine komplette Sonderlackierung. Das Auto hatte, wie gesagt, eine ganz andere Grundfarbe, wie es hier nach Bottrop gekommen ist, werkseitig. Und hat eben genau hier, wurde komplett zerlegt, um eben eine Komplettlackierung umzusetzen. Auch durchaus mit den dunklen Carbon-Akzenten, mit den schwarzen Rädern dann dazu, das helle Interieur, also in sich wirklich coole Mischung und so, richtig komm. gut. Schon der passende Kleinwagen für die Bottroper Innenstadt, ne? Ja, handlich. Geht auch in jede Tiefgarage. Ja, ja. Aber nur einmal. Ja, oder eine, die entsprechende Höhe hat. Ne? Jo. Vergleich mal mit dem alten 4x4 Quadrat. Ich habe den hier das erste Mal gesehen. Und ich finde, er steht deutlich satter da. Er wirkt ein bisschen breiter, ist auch ein bisschen breiter. Und die Proportionen sind besser, noch besser als beim alten 4x4 Quadrat. Das ist in der Tat richtig. Es ist so, dass die Gesamtbreite alter G, also alter 4x4, neuer 4x4, jetzt egal, ob es die Brabus-Version oder die Serienversion ist, sich ja nie geändert hat. Die waren ja immer knapp 2,10 Meter. Was aber bei dem neuen Fahrzeug deutlich stimmiger ist, ist die Proportion zwischen dem Karosserieteil und ich sag mal, dieser Fläche hier durch die Kotflügel. Das heißt, du hattest beim alten Auto immer so, dass dieser Bereich jetzt noch deutlich weiter nach innen ging und dann quasi Kotflügel und Greenhouse losging. Ja. Und beim jetzigen Auto ist es halt ein bisschen schmaler, weil das Auto an sich breiter geworden ist, vom reinen Greenhouse, von der reinen Karosse, aber in der Gesamtbreite so geblieben ist. Und dadurch wirkt er natürlich noch mal ein bisschen stämmiger, robuster. Ja, er wirkt bulliger, satter. Ich finde es gut gelungen.
Und jetzt haben wir natürlich hier in der 800er Version auch den maximalen Ausbau. Stimmt nicht. 900er Wird es auch noch geben. wird es auch noch geben. Aha. Herr Gander spoilert. Sehr gut. Also wir arbeiten dran, auch den 4,5 Liter Genau. noch zu machen. 4,5 Liter V8 mit 900 PS. Zeigen wir euch dann, wenn das Auto fertig ist. Im Moment ist es aber erstmal der 800er und das wird es für die nächste Zeit auch erst einmal bleiben. Genau. Was haben wir hier? Seilwinde vorne. Genau. Seilwinde vorne, ich sag mal, bekanntes Bauteil bei uns. Das ganze Setup bieten wir ja so beim XLP an oder eben auch beim 6x6. Ist die bekannte 4,5 Tonnen Winde mit der kompletten Integration an den Rahmen. Das Also macht es auch wirklich- aus. Ich finde, dass die Seilwinden gibt es natürlich viele, aber ich finde es hier sauber integriert, auch in die Frontstoßstange. Genau. Mit dem angrenzenden Tagfahrlicht. Da prallen auch so ein bisschen die Welten aufeinander. Ne? Du hast hier dieses sehr massive Teil, die Seilwinde, die auch dem Auto richtig Charakter gibt. Und dann hast du natürlich daneben ziemlich filigrane Kohlefaserbauteile. Auch hier unten den angedeuteten Unterfahrschutz. Wirklich schön. Natürlich die, auch jetzt haben wir noch nicht erzählt, glaube ich, und noch nicht wirklich gezeigt, die Brabus Signature Stripes. Die bieten wir ja in einer Standardversion in Rot auch schon mal so sozusagen Ablager an für die Fahrzeuge. Bei solchen Sonderfahrzeugen mit Sonderlackierung, Kunden-Sonderwünsche haben wir hier halt unterschiedliche Farben. Die werden dann über einen Sonderprozess immer wirklich individuell für das jeweilige Fahrzeug angefertigt. Ist logistisch ziemlich aufwendig und immer ein ziemlicher Hassel, aber es macht natürlich dann genau eben diesen perfekten Fit, dass du die Lackierung mit den Streifen auf dem Kohlefaserteil unter Klarlack, ne, das ist natürlich auch wichtig, eben dann passend dazu hast. Ansonsten haben wir die Brabus Whitestar Frontschürze mit den Brabus Whitestar Kotflügelvorbereitung. Das ist in sich, wie gesagt, von der Front her mal bekannter Umfang, wie man das in der Form optisch hundertprozentig gleich auch vom XLP oder vom 6x6 kennt. Macht ja auch Sinn, denn wir haben ja mit dem XLP, also dem auf G-Klasse G63 basierenden Brabus Pickup, wirklich schon ein vernünftiges Gesicht geschaffen. Und das macht auch Sinn fortzusetzen. Tun wir auch 6x6, genau das Gleiche, hier genau das Gleiche, damit man es auch wieder erkennt. Denn der Whitestar-Satz ist ein wirklich mega beliebtes Bauteil, macht das Auto auch nochmal satter, gibt eine bisschen breitere Wirkung und hat natürlich an der Front wie am Heck auch dann viele schöne Details, wie jetzt zum Beispiel hier die Kohlefaserumrandung oder auch die Carbon-Kotflügelaufsätze, die wirklich eine schöne Wertigkeit nochmal hinzufügen. Also die werden aber auch jetzt nicht nur, ich sag mal, aus Designgründen sind die montiert, weil die Basis-Kunststoffteile Whitestar, die wir hier verwenden, das ist aber auch, wie gesagt, gleiches wie beim 6x6 und XLP, sind eigentlich zu schmal für das Auto. Das heißt, diesen Bausatz bieten wir ja für einen Standard G63 an, um eben auf die Whitestar, die breite Karosserie zu machen. Jetzt ist es so, die Portalachsen sind nochmal deutlich breiter von der Spurweite und dafür brauchen wir das wirklich, um die entsprechende Radabdeckung und Fahrzeugbreite sicherzustellen. Lass uns mal kurz darauf eingehen, weil das ist das Thema Look und Design versus Zulassungsfähigkeit, insbesondere innerhalb der EU. Und wir machen natürlich als deutsches Unternehmen jetzt per se erst einmal nichts, was nicht der geltenden Straßenverkehrsordnung entsprechend zulässig ist. Allerdings gibt es natürlich Ausnahmefälle, wie zum Beispiel unseren Crawler, der von vornherein gar nicht darauf ausgelegt ist. Da stehen eine übrigens die Straßenzulassung Räder an, ein da bisschen stehen die raus. Räder dann auch raus. Was ist denn dein Favorit, wenn du könntest, wie du wolltest? Ich muss sagen, ich würde es immer mit dem Kohlefaser nehmen, weil ich finde, es ist einfach optisch super toll. Also gerade jetzt die Stoßleisten hier oben in Echtkohlefaser kombiniert mit den Kotflügelaufsätzen, dann nochmal in Kohlefaser in Kombination mit den Tagfahrlichtrahmen in Kohlefaser, dem Kühlergrillrahmen. Das ist einfach unheimlich schöner Materialmix. Ja, Motorhaubenaufsatz Genau, auch. Motorhaubenaufsatz auch. Also deshalb würde ich es immer so machen. Wobei ich durchaus sagen muss, und das kennen wir ja vom Crawler auch, wenn es hier oben ein bisschen schmaler ist und die Räder stehen so ein bisschen raus, hat das für so ein Auto auch einen besonderen Reiz. Und ist Also auch noch schön. offroadiger, noch genau, roher ein bisschen wirkt, raffer. Lass uns mal auf die Räder gucken. Wir haben die Räder schon einmal behandelt, allerdings natürlich in einer leicht anderen Anwendung, nämlich als wir den 6x6 besprochen haben. Das ist jetzt der große Bruder von dem, was wir hier sehen, sozusagen. Der 6x6 ist der große. Bruder und das Rad natürlich auch mit Druckluft-Regelanlage. Dann nochmal ein ganz besonderer Endgegner entwicklungsseitig. Jetzt haben wir hier die Brabus Monoblock HD. Ja, in der Achtloch-Anbindung, recht wichtiges Detail, ne? Weil Portalachsenauto auch, egal, also jetzt ob so ein Portalachsensystem ist, wie wir es benutzen, also unser eigenes System beim XLP oder 6x6 oder eben dieses System, was ja von Mercedes-Benz direkt kommt, die haben eine große Gemeinsamkeit, nämlich die Achtloch-Anbindung mit dem großen Lochkreis. Dafür ist die Felge. Alternativ haben wir dann noch verfügbar für dieses Auto die Brabus Monoblock ZHD.
die neueste Version, die wir auch beim XLP 6x6 schon gezeigt haben. Die mit dem Deckel, wo dann beim 6x6 der Anschluss für die Reifendruckregelanlage möglich ist. Ist natürlich noch mal eine Stufe komplexer. Ja. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass der Look natürlich nicht nur suggeriert, sondern es auch in der Realität dann so ist, dass diese Felge echt stabil gebaut ist und damit natürlich auch besonders für einen Offroad-Einsatz geeignet ist, Ja, ja. weil sie einfach Stabilität bietet und was das Material angeht, sehr, sehr viel mitmacht. Ja, also grundsätzlich lässt sich ja sagen, je filigraner eine Felge, nehmen wir zum Beispiel die Monowalk 2 Evo, die wir gerade auch auf der Signature Night für den SL Bodo Buschmann Edition präsentiert haben, wäre jetzt für eine Offroad-Anwendung nicht wirklich ein passendes Rad. Nein, also würde optisch einmal nicht passen und ist natürlich auch gar nicht unbedingt geeignet, die hohen Radlasten aufzunehmen. Passender Bremssattel natürlich, in Stealth Green, Ja, mit Brabus-Logo, finde ich, sieht sehr, sehr cool aus. Aber lass uns doch mal auf die Auspuffanlage gucken. Aktuellste Version, neueste Version der Auspuffanlage, die wir für den G schon angeboten haben, eigentlich üblicherweise für die G900 Rocket Edition mal exklusiv entwickelt. Und das war natürlich eine Anlage, die damals exklusiv war, die jetzt aber in speziellen anderen Versionen auch wieder zum Einsatz kommt. Ich finde es absolut toll mit der Kohlefaserumrandung. Er ist natürlich beleuchtet, macht auch einen richtigen Effekt, aber ist natürlich auch wieder die Frage, wo fährst du das Auto? Innerhalb der EU ist das eine Beleuchtung, die angeht? Es ist eine Umfeldbeleuchtung, dann eigentlich geht's eine aus. Showbeleuchtung, Dann und geht's dann geht aus. es aus. Es gibt natürlich auch Länder, wo die Regularien bezüglich Beleuchtung nicht so strikt sind. Dann kann man sie auch während der Fahrt anlassen. Also heißt, wo es zugelassen ist, das anzulassen. Genau. Dann können wir das auch so einstellen. Aber jeder Kunde, der natürlich innerhalb der EU so ein Auto fahren möchte, der muss damit zurechtkommen, dass diese Beleuchtung angeht, wenn ich das Auto aufschließe. Dann steige ich ein, mache das Auto an und in dem Moment geht sie gedimmt aus. Das ist aber natürlich, wenn man aufs Auto zuläuft, auch der Moment, in dem man selber dann Spaß daran hat. Ja, weil es ja wirklich begrüßt einen so. Es ist unheimlich, wie du sagst, es ist super aufwendig gemacht. Ist ein super Effekt, den ich auch nirgendwo sonst auf der Welt kenne. Also ich wüsste nicht, ob es das jemand anders noch anbietet. Und die Auspuffanlage ist gerade das Endstück und die Endblende hier ist ja sehr aufwendig gemacht. Kohlefaser, die LED-Ringe, die wir haben zur Beleuchtung und das Thema eben Hitze. Also ich sag mal LED-Technik Das und ist eine riesen Herausforderung. Anlage, hohe Abgastemperaturen ist eine riesen Herausforderung, wie du richtigerweise sagst. Und deshalb eben auch diesen Aufbau nochmal mit dem Innenrohr und über das Thema Spaltisolierung eben die Temperaturen da kontrolliert zu halten und nicht so hoch zu werden. Ist nicht so ganz ohne. Nee, ist gar Sieht nicht immer ohne. einfach aus, wenn es fertig ist aber nicht ohne. Lass mich auf eine Sache kurz hinweisen. Das ist nämlich wirklich ein schönes und ich finde fast essentielles Accessoire und Ausstattung. Dass der Serien 4x4 Quadrat nicht hat, Was der nicht hat, nämlich das elektrische Trittbrett, das Zusatztrittbrett. ist natürlich wirklich hilfreich. Ne? Ja, Wenn du jetzt also einsteigst. ist super komfortabel dadurch. Ich finde auch, weil die Winkellage so ist, auch optisch sauber von der Seite. Und es ist wirklich das A und O. Andernfalls musst du natürlich hier wirklich immer einen Relativ großen Schritt hoch machen. Genau. Was wichtig ist, und wir haben es extra so ausgelegt, beim G ist immer ein bisschen die Herausforderung, mache ich Trittbrett oder Auspuff? Und mache ich das Trittbrett bis ganz nach hinten mit dem Auspuff? Jetzt ist natürlich, ich glaube, unsere Kunden wollen alle eine schöne, präsente Auspuffanlage haben. Das machen wir auch. Genau, deshalb haben wir das Trittbrett nicht ganz so lang nach hinten geführt und behalten das Endrohr bei. Und haben jetzt aber mit auch einem weiteren Detail, was wir hier umgesetzt haben, die 90-Grad-Türöffnung. Das heißt, Genau, also Easy Entry, Brabus Easy Entry Paket. wir haben ein spezielles Türfangband entwickelt, das einen weiteren Türöffnungswinkel erlaubt. Und dann kann ich auch selbst hier, wenn ich hier hinten trete, komfortabel noch einsteigen. Wie steht die Tür denn normal? Die steht ungefähr so. Es ist ziemlich schwierig, hinten reinzukommen. Ja, es ist sowieso unkomfortabler einzusteigen. Und gerade da natürlich müsstest du immer den großen Schritt hier hin machen. Außer du würdest natürlich ein langes Trittbrett verbauen. Dann könntest du wieder den Auspuff Dann nicht könntest du wieder den Auspuff nicht sehen und Also, müsstest das anders Easy machen. Entry. Easy Entry, Trittbrett. Zack. Und Und das ist ja Das ist normal. machbar. Ich will auch, ne? Ja. Ja. Ist der Griff? Zack. Zack. Genau. Das geht So wunderbar. geht's. Ja. Man sieht auch, einige schöne Kohlefaserdetails sind auch an der Seite verbaut. Insbesondere hier unsere Türgriffe mit Schriftzug und auch die seitlichen Leisten in Kohlefaser. Das ist ein Teil, was ich mir gewünscht habe, einige Zeit lang. Gerade die Leisten waren dir ja wichtig. Auch ein Accessoire, was wir ja für jeden G anbieten und auch im Versandgeschäft ja wirklich Zieht die viel Wertigkeit, die wir vorne mit dem Kohlefaser aufbauen, natürlich schön nach hinten weiter. Macht einen guten Gesamteindruck, passt zu den Kotflügelaufsätzen, passt zu den White-Star-Elementen, passt zum Motorhaubenaufsatz. Also gibt dem ganzen Auto Wertigkeit.
Stichwort Kohlefaser, oben am Dach haben wir auch noch ein bisschen. Genau, da haben wir oben das große Aufsatzteil. Da muss man aber sagen, das ist natürlich beim 4x4 grundsätzlich erstmal serienmäßig, genau dieses Bauteil. In E63 4x4 Quadrat gibt es in 2 Varianten. Einmal das sogenannte Performance-Modell, dann hat man nur in Anführungsstrichen hier diesen Dachspoiler mit dem integrierten Licht. Als Sonderausstattung gibt es dann eben auch dieses Fahrzeug mit einem Dachgepäckträger ab Werk. Ja. Was wir da noch ein bisschen gemacht haben, also ganz ohne was wollten wir es auch nicht lassen. Wir haben noch so ein paar sehr praktische Halterungen rangebracht. Einmal hier auf der Seite für eine Axt und auf der anderen Seite für einen Spaten. Sieht cool aus, ist für einen Offroad-Einsatz auch, und das ist ja was immer wieder kommt. Die Autos sind ja gar nicht für einen Offroad-Einsatz gedacht, die sind ja so schick. Natürlich sind die schick, aber sind für einen Offroad-Einsatz vollständig geeignet. Damit kann ich ohne Probleme durch jeden Dreck wühlen. Und ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, mit einem sehr lieben Kunden von uns, bin ich mit einem alten 4x4 von uns schon komplett durch die Rabatten gefahren. Komplett. Komplett. Und das ist auch dafür gedacht. Ja, also diese Autos sind hochgeländegängig. Die Autos sind robust, also die können alles. Natürlich in der Ausstattung, mit der Sonderlackierung, mit der hochwertigen Lederausstattung, da hat man immer so ein bisschen bewusst sein und wirst wahrscheinlich damit weniger wirkliche Hardcore-Offroad-Einsätze fahren. Aber Gelände, wie wir es zum Beispiel auch mit dem Crawler gesehen haben in Ras Al Khaimah, also Steppe, Wüste, Dünen, durchaus auch mal lockeren Sand oder auch mal am Boden liegenden Matsch. Man muss ja jetzt nicht durch jede Pfütze auch mit Gewalt durchfahren, das komplette Fahrzeug einsauen. Sehen diese Autos sehr regelmäßig. Ja, absolut. Können sie auch. Ne? Das Heck mit einem ziemlich soliden Reserverad und natürlich auch entsprechendem Kohlefaserteil, wie bei vielen anderen Gs. Übrigens eines meiner absoluten Lieblingsteile, wegen des eingelassenen 3D-Schriftzugs, aber auch eines der absoluten Nightmare-Teile für unsere Produktionsmannschaft, weil grundsätzlich bei Kohlefaser gilt, je 3D-iger, also je mehr Räumlichkeit, desto komplizierter. Und diese Radien und Aussparungen hinzukriegen, das Logo ist tiefer gesetzt, also der Schriftzug ist tiefer gesetzt, ist natürlich super filigran und wirklich für jemanden, der das Teil legen muss, erstmal eine echte Herausforderung. Genau, und weil wir auch immer eine Besonderheit haben, das machen wir immer, wenn wir den geprägten Brabus-Schriftzug haben, wir orientieren ja das Gewebe auch entsprechend anders. Das heißt, hier auf der Fläche ist das Gewebe so orientiert und genau 90 Grad dazu versetzt, nur in den Doppel-Bs. Und das gibt ja diesen schönen Effekt. Das heißt, du siehst genau diesen versetzte Orientierung in den abgesenkten Flächen. Und die Fasern müssen dann aber noch alle zusammentreffen. Und du legst das ja wirklich alles. Das heißt, du schneidest ja erst über einen Plotter die Einzelsegmente hier für die Buchstaben aus, legst die dann in die Form. Dann kommt die große Prepay-Matte. Die wird vorher dann erstmal negativ ausgeschnitten fürs Brabus. Auch alles auf dem Cutter. Genau. Und dann legt das ja jemand mit Handarbeit in die Kohlefaserform und muss vor allem dann natürlich hier in dem Bereich, wo sich die beiden Matten treffen, also erstmal dieses Inserts und dann die große Matte, das sauber mit einem sauberen Anschluss verlegen. Und das ist genau die Thema. Herausforderung. Und je mehr man hinguckt, desto komplizierter wird es. Ist ja häufig bei uns so, insbesondere im Interieur. Und genau das gucken wir uns jetzt an. Interieur. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf, ja. Oh, herrlich. Sunrise heißt diese Ausstattungsvariante. Und auch genau wie das Exterieur, also das Stealth Green, ist es eine direkte Übernahme von unserer Shadow 900 Stealth Green. Tolle Farbe, bei der ich, wie ich vorhin schon angedeutet habe, kritisch war am Anfang. Diesmal auch. Ja, auch durchaus mit der Kombination mit Grün und so. Das ist was, was nicht so gängig ist, aber trotzdem mega cool wirkt. Und wir auch im Moment, das sieht man ja auch bei der aktuellen Signature Night oder der Kollektion 23, die wir dort eben präsentiert haben, sieht man ja verschiedene Designs gezeigt, die ganz bewusst auch, ich nenne sie immer so als Challenger auftreten. Also ganz bewusst auch unsere Designsprache, die Brabus typisch ist, heißt viel Monochrom, viel Schwarz, viel Grau, rote Akzente auch herausfordern mit zum Beispiel pastelligen Tönen, also eben 600 auf Basis Range Rover und eben türkisblauen Maybach. Sensationelle Autos, die eher die luxuriöse, exklusive Seite der Fahrzeuge betonen. Aber wir hatten natürlich auch bei den 27 Designs, die wir gezeigt haben, waren natürlich auch 25 dabei, die traditionell Brabus-mäßig Gas gegeben haben. Das hier ist jetzt wieder was Besonderes.
Ja, und was ich finde, und das reiht sich eigentlich in diese Kette ein, auch wenn es kein Pastellton ist, es ist eine schon leuchtende Farbe, aber sie ist nicht so aggressiv. Ja, sie geht ja nicht auf den Keks. Genau, sie geht einem nicht auf den Keks. Das ist bei dem hellgrünen Ausstattung beim Range Rover der Fall. Das Super ist schön. Wir nennen es ja Pistazie intern. Und es ist auch ziemlich akkurat. Also ein helles, leicht blasses Grün. Und bei Maybach auch. Genau, und das ist wirklich toll. Du hast einen schönen Akzent auch zur Außenfarbe. Ich könnte mir übrigens auch mit einem schwarzen Auto von außen vorstellen. Mit Absolut, der Ausstattung. absolut. Aber mit dem Grün ist es natürlich sehr besonders, sehr unique und auch ein bisschen avantgardistisch. Und auch sportlich kombiniert mit matter Kohlefaser diesmal. Ganz bewusst eben nicht glänzend. Wobei matte Kohlefaser immer noch heißt, dass es ein seidenmattes Finish ist, was einen leichten Glanzgrad hat, aber einen deutlichen Unterschied zum mit einer kompletten Klarlackschicht versehenen glänzenden Interieurcarbon ist. Und auch den Shadowchrom Lasur und mit den Shadowchrom Trimteilen, wie zum Beispiel hier Luftdüsen, Sitzsteuerung, Auch hier am Lenkrad die Buttons Details. für die Sitzheizung und die Sitzbelüftung, die Differentialsperren, also alle Teile, die sich im Prinzip in Mittelkonsole oder Türtafeln einfügen oder auch Himmel, wie man hier oben sieht am Burmester Lautsprecher, sind mal etwas über 250 Bauteile. über 250 Bauteile, die wir durch das Shadowchrom natürlich niedrigkontrastiger hinkriegen, relativ zum Kohlefaser und die dadurch, finde ich, satter in der Form wirken, das Auto ruhiger machen und natürlich auch einen schönen Kontrast erlauben zu dem Sunrise. Und was mir auch auffällt, Jörn, ist, diesmal haben wir Glattleder. Ja. Das ist auch ungewöhnlich bei uns. Mittlerweile haben wir ja bei den meisten Fahrzeugen für uns das mit Leder mit hoher Strukturanteil, das heißt entsprechender Narbigkeit. Hier haben wir wirklich ein glattes Snapper genommen. Das hatte einen ganz trivialen Hintergrund. Das Einfärben in dieser speziellen Farbe, dass wir genau das Sunrise treffen, wie es auf dem Schiff auch umgesetzt wurde, hat sich leider herausgestellt, von der Zeit her war sehr aufwendig mit dem gegerbten Leder. Da hatten wir so ein Thema mit Losnarbigkeit. Da hat man so ein bisschen schwarze Einschlüsse mal gesehen. Das sind halt so technische Probleme, die dann schon mal auftauchen sind. Und dann haben wir uns dann in dem Fall, weil wir wirklich an der Farbe gehangen haben, dazu entschieden, zu dem glatten Napper überzugehen. Lass uns mal über Nähte und Stickmuster reden. Nähte sind weitgehend Ton und Ton. Wir haben einen leichten Farbunterschied in den Nähten, aber es wirkt wie Ton und Ton. Trotzdem kann man die Nähte noch erkennen. Und wir haben natürlich hier in den Türtafeln, aber auch also in der gelochten Variante, aber auch auf den Fußmatten und am Getriebetunnel haben wir unser Double Cube Stick- und Stick-Steppmuster. Sehr, sehr schön, finde ich, beide Techniken eingesetzt und natürlich entsprechende Perforation auch an den Stellen, wo es notwendig ist zum Thema Sitzklimatisierung und Sitzheizung. Aber auch in dem Fall haben wir es jetzt auch mal in die Türtafel übernommen. Brauchen wir da die Lochung? Nein. Sieht sie toll aus? Ja. Wir hätten auch noch mal eine Unterlegung einbringen können. Das haben wir in dem Fall nicht gemacht, weil das Design natürlich so nah wie möglich am Boot sein sollte. Jetzt muss man aber auch eines zugeben, nämlich dass wir beim Boot natürlich nur in der Frontkabine Leder einsetzen und Stoff einsetzen, aber im Outdoor-Bereich natürlich einen outdoorfähigen Stoff einsetzen in der gleichen Farbe. Das wäre interessant zu übertragen gewesen. Wir haben es auch schon mal übertragen, nämlich wenn man sich die Crawler-Sitze anschaut. Die haben genau das Dann Material. ist genau wie das beim Material Schiff. verwendet, was wir am Boot verwendet haben. Das haben wir jetzt hier nicht gemacht. Könnte sein, dass wir es nochmal machen. Könnte ich mir auch interessant vorstellen. Zum Beispiel auf Sitzflächen für Türtafeln. Interessantes Experiment. Wird nochmal ein bisschen Outdoor-Touch geben. Aber so ist es auch schön geworden. Nochmal 2 Worte zum Thema Double Cube. Das ist ja eigentlich eines unserer Muster, auch eines der neueren Muster. Das natürlich extrem alle Verarbeitungsmöglichkeiten oder Gestaltungsmöglichkeiten beim Leder kombiniert. Double Cube ja deshalb, weil wir ein Quadrat im Quadrat haben. Das äußere Quadrat ist abgesteppt mit einer Steppnaht. Das da innere Quadrat ist dann gestickt. Deshalb auch der Name Double Cube. Und dann kommt in dem inneren Quadrat noch auch eine quadratische Fläche, die perforiert ist. Also wirklich, sag mal, dieses Stück Leder läuft durch mehrfache Produktionsschritte, Steppen. Also nein, in der Reihenfolge ist es eigentlich falsch. Die Reihenfolge ist, erst wird es perforiert, Und dann wird es gestickt und dann wird es gesteppt. Genau. Und das ist wirklich alle 3 Prozesse, die wir da rein haben, wahnsinnig aufwendig. Aber ich finde es immer noch ein sehr schönes Muster, weil auch jetzt gerade in der Ausführung Ton in Ton viel passiert. Trotzdem aber ist es ruhig. Genau.
Ja. Und nochmal, das Besondere an dem Fahrzeug ist eigentlich die sehr ungewöhnliche, aber super stimmige Farbkombination. Absolut. Ja, insgesamt Super Black oder Stealth Green oder Deep Blue. Was wäre deine Wahl? Oh, jetzt werde ich, wenn ich hier so drin sitze, mit dem Auto würde ich schon schwach werden. Echt? Ja. Ich kämpfe noch mit mir, aber ich finde es angeschlossen. Nein, also ich finde das Auto echt sehr speziell. Gerade finde ich die Farbkombination als 4x4 mit dem Portalachsensystem, mit dem spämmigen Aufsatz richtig gut. Deshalb, ich wäre dabei. Fantastisches Auto. Ich glaube, ich genetisch bedingt muss ich. Es gibt wenigstens keinen Streit, das ist doch so schön. Tolles Auto, aber genau das ist ja das Konzept, dass jeder unserer Kunden sich sein Traumauto bauen kann, sein Brabus Masterpiece bauen kann. Jörn und ich lesen eure Kommentare und wir haben erkannt, dass viele von euch sich auch wünschen, dass wir natürlich die Autos auch mal bewegen. Tun wir dieses Jahr, ist in den letzten 12 Monaten, ganz ehrlich, ich glaube, das sieht man, wenn ihr euch das der Szenenschneider 23 Video anschaut. Wir verlinken auch das. Nochmal unten war eine sensationelle Show. Wir hatten da ein bisschen Arbeit. Und ein bisschen Arbeit. Und wir werden jetzt auch alle Tech Talk Autos nehmen und werden die nach und nach fahren. Videos findet ihr natürlich wie immer auf meinem Kanal. Und damit sind wir jetzt heute erstmal durch. Danke fürs Zuschauen. Jörn, wir sehen uns beim nächsten Tech Talk. Freue mich drauf.